Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der IAA, auf dem Gemeinschaftsstand des Landes Saarland und bin jetzt hier bei der Firma Metelligent Ideas und bin beim Andreas Meyer, der ist Managing Director dieser Firma, die sich auf Sensoren und Aktoren spezialisiert hat. Genau, das tun wir, und zwar auf Basis von neuen Materialien, man nennt sie intelligente Materialien. Das sind Materialien, die jeder kennt, und zwar arbeiten wir mit Silikonen. Aber wir sind dazu in der Lage, auf Silikonen Elektronik zu drucken. Das heißt, wir haben hier dann gedruckte Elektronik, oder was ist das jetzt hier? Wir haben hier eine gedruckte Elektronik. Wir sehen hier die Leiterbahnen, wir sehen hier schwarz unsere Elektrode. Und wir können damit das, was möglich ist, revolutionieren. Das heißt, der misst Druck beliebig oft und gibt es dann hier aus in elektrischer Form. Wir können den Sensor entweder als Drucksensor entwickeln oder wir bauen einen Deformationssensor, einen Dehnungssensor, mit dem wir sehr große Bewegungen vermessen können und auch komplexe Bewegungen vermessen können. Was wir hier tun, ist, wir bilden einen Kondensator, einen Multilayer-Kondensator. Und hier kommt lediglich eine sehr kleine Messelektronik noch dazu, die ist ungefähr so groß wie mein kleiner Fingernagel. Und die erzeugt dann das Messsignal. Und das Messsignal dann in analoger Form oder in digitaler Form? Wie Sie es brauchen. Ah, ja. Wir können beides tun. Hier haben wir standardmäßig, ist unsere Elektronik integriert hier vorne. Die erzeugt entweder ein PWM-Signal oder wir können das Ganze über UART ausgeben. Aber auch da, wir customizen all diese Bauteile für unsere Partner. Und der lässt sich wie weit jetzt dehnen maximal? Also ungefähr 10 cm lang? Wir geben immer an 100% Dehnung über Millionen von Zyklen, ohne Signaldegradation. Er kann aber mehr als 100%. Ja, das war jetzt die Frage, wie oft kann man es denn eigentlich machen? Ja. Sie haben ja gesagt, mehr als 1 Million Mal. Wir haben nach 5 Millionen Zyklen aufgehört zu testen. Genau. Und für was braucht man das dann in der Praxis? Genau, also wir haben eine Batterie hier. Genau, Drucksensorik zum Beispiel zwischen Batteriezellen. Und zwar atmen die Zellen bei jedem Laden und Entladen, baut sich ein Druck auf und sie wachsen und schrumpfen. Und ein kleines bisschen bleibt irreversibel immer zurück. Was? Das heißt, der Druck zwischen den Batteriezellen wird immer größer. Und das passiert, bevor die Batterie warm wird, bevor ein Thermal Runaway passiert. Und das bedeutet, wenn ich eine Drucksensorik integriere, kann ich meine Batterie überwachen, und zwar weit bevor es Standard-Battery-Management-Systeme können. Das heißt, da kommt der Sensor irgendwo zwischen die Batterie oder an mehreren Stellen. Genau. Wie machen Sie das dann? Das heißt, der kommt dann hier so? Wir haben hier zum Beispiel 2 Sensoren, jetzt mal beispielhaft integriert. Und wenn ich den Druck erhöhe oder reduziere, kann ich eben genau das messen. Und dann kommt der im Testfeld oder habe ich den dann auch in Serienprodukten mit drin? Wir sind noch nicht in der Serie. Der Schritt 1 ist das Testfeld in der Entwicklung von Batteriesystemen. Dann aber im nächsten Schritt auch denkbar für die Serie, dass man hier die Sicherheit erhöht. Vor allem, wenn es darum geht, dass das Auto daheim in der Garage geparkt wird oder aber auch für stationäre Batteriesysteme für meine Hausspeicher zum Beispiel. Wir sind also nicht nur auf Automobilindustrie hier limitiert, sondern generell Batteriesysteme. Das heißt, die Sicherheit erhöht sich dann im Haus oder im Auto. Genau. Weiter kann man das Ganze auch nutzen, indem man jetzt zum Beispiel drucksensitive Knöpfe versteckt unter seinem Leder zum Beispiel. Wir haben hier zum Beispiel eine Steuerung vom Audiosignal, indem ich einfach auf mein Leder drücke. Oder ein Sicherheitsfeature als Seatbelt Reminder oder aber auch zur Ansteuerung von Airbag-Systemen. Wie schwer ist die Person, die hier sitzt? Ist es eine kleine Person, eine mittlere Person, ist es eine große Person? All das kann eben dann in mein Sicherheitssystem mit einfließen und ich kann die Ansteuerung zum Beispiel von Airbag-Systemen verbessern. Und was habe ich dann noch hier? Ein Gaspedal oder was? Genau, wir haben jetzt hier für die Messe nochmal ein kleines Gaspedal simuliert hinter dem Leder, auch über den drucksensitiven Knopf. Weiter geht es aber auch, wir haben Kunden, das ist weniger in der Automobilindustrie, da geht es aber zum Beispiel auch in den Physiotherapiebereich. Es geht um Muskelüberwachung, es geht um Atmungsüberwachung, es geht um das Thema der Sturzreduktion im Alter. Mit dieser Technologie, zum Beispiel auch denkbar zur Brückenüberwachung, also Construction Monitoring. Das heißt, ich baue die dann unter eine Brücke, wenn ich weiß, die Brücke ist eventuell ein Risikofall, die will ich mir mal genau anschauen, wie ist es mit den Vibrationen und so weiter. Genau, ich habe zum Beispiel auch einen Riss, ich will aber wissen, wächst der Riss?
Bewegt er sich, bleibt er stabil. Ich kann den Sensor ganz einfach nachrüsten, anschrauben, fertig. Und der wird dann irgendwie per Funk dann wahrscheinlich übermittelt irgendwo hin, wo man es haben will. Das können Sie anbinden an Ihr System. Sie sind da vollkommen unabhängig, genau. Was ist das jetzt hier als Demo aufgebaut? Das ist ein Demo, der hier eine Rotation erzeugt und wir sehen dann hier das Sensorsignal. Aha. Einfach um das nochmal grafisch darzustellen. Das heißt, das ist wirklich in dem Fall eine Rotation, eine Sinusfunktion, quasi hier zeigt. Genau, wir sehen hier unten ein leichtes Abflachen. Das hängt aber einfach daran, dass der Sensor an einer Stelle leicht durchhängt. Ansonsten hat man einen perfekten Sinus. Das waren jetzt die Sensoren. Genau. Und dann haben Sie noch Aktoren, haben Sie vorhin schon verraten. Genau, wir haben innerhalb der Metelligent Holding haben wir eine Schwesterfirma, das ist die Metelligent Nititech. Die Firma Nititech beschäftigt sich mit Formgedächtnislegierung. Das sind solche Drähte aus Nickel-Titan. Und diese Drähte werden kurz, wenn man sie erhitzt, und können dabei wahnsinnige Kräfte erzeugen. Also ein Draht von einem halben Millimeter Durchmesser schafft 10 Kilogramm. Das heißt, von allen Aktorprinzipien bezogen auf das Gewicht des Aktors haben die höchste Energiedichte. Und damit... Das heißt, das sind jetzt hier in dem Fall, wie viel sind es, 6 Stück, die da in einem sind ungefähr? In dem Bündel hier sind es 6 Stück, genau. Wir können das eben auslegen auf das System. Je nachdem, wie viel Kraft wir brauchen, können wir auch größere Bündel fertigen und entwickeln. Und das ist dann eben eine Systemauslegung. Wie weit zieht sich der dann zusammen, wenn er heiß wird? Das hängt auch von der Systemauslegung ab. Man ist hier im ein- bis maximal zweistelligen Bereich, aber das ist immer ein Trade-off. Also 10 bis 20% ungefähr? Nee, bis 10% maximal. Ja. Man kann auch mehr, aber das geht immer auf Kosten der Lebensdauer. Und dann haben Sie die hier so in Ringform angeordnet? Genau, wir können damit jetzt eben Aktoren bauen. Das ist hier zum Beispiel für diesen Sauggreifer. Dieser Sauggreifer schafft es jetzt, einen Unterdruck zu erzeugen und wir brauchen jetzt keinen Strom. Wir können also Energie frei halten und brauchen immer nur dann einen kurzen Stromimpuls, wenn wir den Zustand ändern wollen. Und damit können wir eben sehr energieeffiziente Systeme und vor allem auch leichte Aktoren bauen. Weil wir haben keine Magnete, wir haben keine energieineffiziente Pneumatik, es sitzt kein Motor hier drin. Steht hier VW-Projekt, das heißt, der wird irgendwo bei VW eingesetzt? Genau, man hat jetzt hier man will weg von der Druckluft. Druckluft ist einfach sehr ineffizient. Wenn man eine Druckluft in der Fertigungshalle hat, hat man viele Leckagen an vielen Stellen. Und hier mit dem System kann man eben sehr lokal hingehen und kann den Antrieb sehr leicht und energieeffizienter aufbauen, wo man ihn braucht. Das heißt, man baut hier dann in der Fertigung, nutzt man die dann hauptsächlich? Das ist in dem Beispiel. Es geht aber auch in Massenware, es geht mit Rotationsantrieben. Mit den Aktoren ist es ähnlich wie mit den Sensoren. Man kann hier in sehr viele Anwendungsfelder reingehen und die Lösungen von morgen entwickeln. Mit den Sensoren, mit den Aktoren sind Sie schon seit wie lange aktiv? Wir arbeiten auch mit den Aktoren seit 2022 in der Firma. Aktiv sind wir aber schon länger. Wir sind eine Ausgründung aus einem Forschungsinstitut in Saarbrücken, dem Lehrstuhl für intelligente Materialsysteme. Hier arbeiten wir bereits seit 2011 in Saarbrücken daran. Und zuvor Professor Seelecke, der den Lehrstuhl gegründet hat, hat bereits in der USA mit seinem Forscherteam hieran gearbeitet. Und das meiste wird dann hier in Deutschland entwickelt oder haben Sie eine Kooperation dann auch mit USA oder sonst wie? Genau, also die Metelligent Ideas GmbH mit den Sensoren, wir haben unsere Produktion und auch einen Teil der Entwicklung in der USA, in Minneapolis. Aber ansonsten sowohl in Nititech als auch in Ideas entwickeln wir im Saarland. Und der Plan ist auch, die Fertigung in Europa und in Deutschland bei uns nochmal aufzubauen. Gut, dann bedanke ich mich bei Andreas Meyer hier für die Vorstellung und Erklärung dieser Aktoren und dieser Sensoren. Das ist ein spannendes Thema. Da wünsche ich viel Erfolg, dass das alles irgendwo sich dann mal etablieren kann. Dankeschön.